Ich bin es gewohnt, dass die Leute, mit denen ich arbeite, Profis sind, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn du noch so erfolgreich bist, du bist und bleibst eine arrogante, blöde Vollwurst. Da! Thorsten ist mein Date morgen. Sehe ich aus wie der Date-Doktor? Ich bin schwanger. Was sagst du dazu? Du bist eine Wahnsinnsfrau. Ich rufe dich an. Und wie war ich? Ich habe nichts gehört, außer das Zerplatzen deines Traums. Das war's dann wohl, Schätzchen. Das kann ich erklären. Was gibt's da zu erklären? Ich habe gesagt, dass wir mit dem Song durch sind. Ich habe nicht gesagt, probier doch selbst noch ein bisschen hier herum. Ich wollte einfach nur beweisen, dass ich den Song performen kann. Ich sag's gerne nochmal, das war's für dich. Sie sind bestimmt nicht mehr so sauer, wenn Sie sich den Song nochmal anhören. Du nimmst deine Flossen da weg. Euch ist wohl nicht klar, wie teuer das Equipment ist. Vom Wert der Songs, die darauf gespeichert sind, mal ganz zu schweigen. Aber mit Leonies Song wird sich der Wert noch viel mehr erhöhen. Wirklich, Sie werden die Aufnahme lieben. Leonie ist so ein Talent. Oh, bitte. Jetzt seien Sie doch mal nicht so ein Arsch. Geben Sie Leonie eine Chance und hören sich den Song noch mal an. Ich sag euch, wer sich hier gleich was anhört. Ich rufe die Polizei. Wenn Sie jemanden anzeigen wollen, dann nicht meine Freunde, sondern mich. Dass wir hier noch mal den Song aufnehmen, war allein meine Idee. Wenn Tristan klug ist, wird er dich fristlos feuern. Und jetzt raus mit euch. Und im Trick, Track und Druck mit. Hopp! Kannst du dir die Version bitte noch mal anhören? Warum sollte ich mir den Song von jemandem anhören, dessen Karriere bereits vorbei ist, bevor sie angefangen hat? Hm? Oh, Mist. Oh, Vicky. Als ob man mir alles extra sagen müsste. Hey, du brauchst gar nicht so vorwurfsvoll zu gucken. Ich guck doch nur so zerknautscht, weil ich eine Erkältung habe. Marlene, ich habe mit der Pflanze gesprochen. Ach, du sprichst jetzt mit Pflanzen. Ist das bei Förstern so eine Nebenwirkung? Was machst du hier? Und ehrlich gesagt, mal gucken, ob du so alleine klarkommst. Ich genieße jede Sekunde, alles gut. Na, dich hat's aber ganz schön erwischt, oder? Ich weiß auch nicht, ich dachte erst, ich habe mich verkühlt, aber ich glaube, ich gehe doch besser zum Arzt. Sag mal, weiß irgendjemand, wo meine Versichertkarte ist? Zum Arzt? Du weißt doch, ohne Arzt dauert eine Erkältung eine Woche. Mit Arzt 7 Tage. Ich weiß. Aber solange Mama nicht da ist, um mir ihr Wundersüppchen zu kochen, muss ich auf den Medizinmann ausweichen. Das ist doch eine gute Idee. Ich koche dir Mamas Hühnersuppe. Wo ist das Rezept? Moment. Oh, hier. Da steht das alles drin. Papa. Ah, da ist es ja. Na, dann kann ich ja gleich loslegen. Das ist lieb von dir, danke, aber so wie das hier aussieht, wilderst du in fremdem Territorium. So. Du glaubst also, dass ich es nicht zurande bringe, dir eine Hühnersuppe zu kochen? Hm? Ich habe 3 von euch durchgebracht. 3. Da ist es doch. So. Anordnung. Du gehst jetzt nach Hause, legst dich ins Bett und ich koche dir die leckerste Hühnersuppe, die du jemals gegessen hast. Bring ich dir nachher vorbei. Und du bist sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Alles gut. Ab ins Bett. Danke. Oh, Scheiße. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Ja.
gleich richtig einordnen kann, es hat nichts mit deiner Schwangerschaft zu tun. Nein, Steven geht's gut. Aber ich sehe langsam aus wie eine Kegelrobbe und habe immer noch keinen Mann gefunden. Oh Gott, Ricky, wenn du wüsstest, was sich für Hirnis auf meinem Profil melden. Hier, zum Beispiel Manfred. In sicherer Position, City Cleaning Supervisor bei der Stadt. Der ist Müllmann. Und das ist ein ehrenwerter Beruf. Mag er Kinder? Ja, er hat sogar schon 2 aus erster Ehe, die bei ihm wohnen. Verstehe. 3 Kinder auf einen Schlag ist vielleicht wirklich ein bisschen viel. Ich will ja keine Kita aufmachen. Sonst hat sich niemand gemeldet? Doch. Gerhard, 56 Jahre, aus gesundheitlichen Gründen leider Frührentner. Autsch. Mann. Ich muss wirklich meinen Beruf wieder auf Model setzen. Bei Personal Assistant, da melden sich nur irgendwelche notgeilen Reisebiene, scharfe Krankenpflegerin suchen. Naja, aber die Typen, die sich auf Model gemeldet haben, waren jetzt auch nicht gerade, wie sagt man, die hellsten Kerzen auf der Torte. Du hast mir erzählt, dass du einen Mann willst, der mit dir zur Schwangerschaftsgymnastik kommt, der dir abends die Füße massiert und dir den Rücken kraut. Einen, der immer für dich da ist und an den du dich anlehnen kannst. Ja, schon. Es muss ja jetzt nicht ein absoluter Traummann sein. Aber an eine 100-jährige Biotonne will ich mich auch nicht anlehnen. Du findest schon noch einen richtigen. Glaube ich langsam nicht mehr. Auf jeden Fall sind in diesem Dating-Portal nur Nieten. Ey, ganz ehrlich, das ist so ein Vollpfosten. Er hätte sich die Aufnahmen wenigstens mal anhören können. Ich schätze, wir können froh sein, wenn er uns wegen Einbruch nicht anzeigt. Timo ist immer noch auf Bewährung und Emilio, deine Aufenthaltsgenehmigung ist auch nur vorläufig. Ja, aber der kann uns gar nichts. Der Praktikant höchstpersönlich hat uns ins Tonstudio gelassen. Der wäre auch garantiert gefeuert worden, wenn wir ihn verpfiffen hätten. Ja, was machen wir jetzt? Ich meine, da liefern wir diesem Typen einen Nummer-1-Hit. Und er rafft es nicht mal. Ja, ich glaube, die Version war ziemlich gut. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass diesmal alles gestimmt hat. Na klar, diesmal alles gestimmt. Das war richtig gut. Der Song ist top. Ja, und der war auch meisterhaft ausgepegelt, da kann man nichts sagen. Für Tom Scholz bin ich gestorben. Und wenn er Tristan erzählt, dass ich nichts drauf habe, dann war es das für mich. Aber wahrscheinlich bin ich einfach wirklich nicht gut genug. Mann, Leo, jetzt red dir doch sowas nicht ein, ne? Ja, aufgeben ist nicht. Ganz klarer Fall. Du musst Tristan sagen, was das für ein Sackgesicht ist. Toll, super Idee. Vor allen Dingen, wenn er schon alles über den Einbruch weiß. Ich kann ja noch mal mit ihm reden, mit diesem Scholz. Nee, lass gut sein. Das bringt nichts. Eure Aktion war wirklich lieb und um eine hat sie auch funktioniert. Deshalb Dankeschön. Timo, lass sie mal ganz kurz, okay? Ich glaube, sie brauchen einen Moment für sich, um das Ganze zu verpacken. Ja, und ich brauche jetzt einen Moment für mich, um das Ganze gerade zu rücken. Du gibst jetzt aber nicht wieder Model ein, oder? Nee, ich lösche den Account. Ist doch alles nur Abzocke. Die ziehen einem das Geld aus der Tasche und haben nur Nieten in ihrer Kartei. Jessie, also du gibst viel zu früh auf. Es geht doch erstmal nur darum, ein bisschen zu flirten, Spaß zu haben. Also, dass ich dir sowas erklären muss. Volltreffer. Antonio Banderas? Fast. Ingo, Rechtsanwalt, 34. Ja, guck mal. Guckt ein bisschen verschreckt, aber ansonsten nicht unattraktiv. Also gegen die anderen ist es doch ein Gott. Und wir haben 83 Matching Points. Wow. Ja, kinderlieb, mag schöne Autos, schöne Restaurants. Und als Rechtsanwalt kann er sich das ja auch leisten. Der perfekte Versorger. Ganz genau. Oh Gott, und er wohnt in Düsseldorf und will heute mit mir was machen. Ein Mann der Tat. Schatz, ich hab gar nichts zum Anziehen. Okay, meine Mittagspause müsste noch für eine Runde Power-Shopping reichen. Kommst du mit? Oh, bitte, du weißt genau das richtige Maß zwischen nicht zu langweilig, nicht zu schräg. Du, ich würde wirklich wahnsinnig gerne, aber leider muss ich ins Krankenhaus. Okay. Dana, hallo. Es ist ein Notfall. Natürlich jetzt. Ciao und viel Spaß, ne? Soll das heißen, ihr wart ohne Erlaubnis in diesem Studio und habt da einfach Aufnahmen gemacht? Naja, wir haben ja nichts kaputt gemacht. Ja, und außerdem hätten wir zusehen sollen, wie dieser Idiot Leonie voll mies abserviert. Es tut mir auch leid für Leonie, aber was ihr da gemacht habt, das war... Notwehr.
Papa, dieser Typ hat Leonie mit voll viel Musik zugetrönt. Sie hat überhaupt nicht mehr ihre eigene Stimme gehört. Ja, und dann hat sie es verhauen. Aber als wir die Aufnahme gemacht haben, da ist es voll geil geworden. Naja, trotzdem. Ihr hättet in Teufels Küche kommen können. Ja, aber du sagst immer, Familie und Freunde sind das Wichtigste. Wo ist das Rezept? Aber Leonie geht es total schlecht. Ich würde mich eigentlich voll gerne um sie kümmern. Kannst du vielleicht in der Schule anrufen und sagen, ich hatte heute eine Migräne? Bitte was? Was machst du jetzt hier? Komm, Finger weg. Ich muss mich hier wirklich konzentrieren. Danke, geh mal. Seit Ansgar, meine Oberstufenlehrerin, auf mich aufgehetzt hat, da glauben die mir kein Wort mehr. Ja, wen wundert's? Bei deiner Dauerschulschwänzerei, die dich fast ein Abi gekostet hätte. Ja, ich weiß. Aber ich stehe ja eigentlich schon mit einem halben Bein in der Streberecke. Oh, ich habe die Hälfte vergessen. Bitte, Papa. Es war wirklich heute nur eine Ausnahme. Wir haben das nur gemacht, um Leonie zu helfen. Was? Okay, Ausnahme. Ausnahme. Aber kein Wort zu Mama. Du bist der Beste. Alles gut. So. Oh. Was hast du eigentlich mit diesem Huhn vor? Ach, das ist ja noch gefroren. Mist. Lass mal, komm. Geht mal bitte alle weg hier. Ich kann mich sonst wirklich nicht konzentrieren. Marlene hat sich doch so schrecklich erkältet. Da wollte ich ihr Mama Spezialhühnersuppe kochen, damit sie wieder auf die Beine kommt. Okay, aber kriegst du es überhaupt hin? Ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Hey Kim, was gibt's? Hey, Leo. Ich wollte fragen, ob du Bock hast, Schlittschuhfahren zu gehen. Nicht wirklich. Leonie, ich kann dich wirklich verstehen, ja? Aber bis zum Hals im Elend baden, das bringt doch nichts. Ein bisschen Abwechslung tut dir schon gut. Das ist wirklich lieb von dir. Aber ich kann einfach nicht, ich muss arbeiten. Aber du kannst mir glauben, Clarissa hat so kurz vor der Fashion Show jede Menge Ablenkung für mich. Okay. Gut, dann bis dann. Ciao. Mach dir wirklich keine Sorgen um mich. Ja, es ist so schön. Alles zurück auf Anfang. Okay. Dieser Ingo soll einen Herzklappbuster kriegen, wenn er mich nach einem Outfit sieht. Hoffentlich nicht. Du siehst in einem Kleid nämlich großartig aus. Aber ich muss dich trotzdem bitten, mich für solche Notfälle nicht mehr aus dem Gestüt zu holen. Das war aber ein absoluter Notfall. Das ist meine letzte Chance. Wenn es mit dem Anwalt nicht klappt, dann ist Steven der einzige Mann in meinem Leben für die nächsten 20 Jahre. Das ist er. Jessica Stiel, hallo? Nein, du störst gar nicht. Bleibst du mal später? Ach, du hast plötzlich Besuch gekriegt. Alter Studienkollege. Was macht ihr dann? Sag mal, ist dieser Kollege schon vergeben? Naja, ich dachte, sonst könnte ich vielleicht eine Freundin mitbringen und wir machen so ein verrücktes Doppel-Blind-Date. Denk nicht mal dran. Ja? Ah, verstehe. Hey. Du, ich glaube, ich wüsste dafür auch eine Lösung. Glaub mir, dein Freund wird Spaß haben. Bis später. Ciao. Sag mal, spinnst du? Ich bin verheiratet, da kannst du mich doch nicht mit so irgendeinem Entspann dich, du wärst sowieso nicht sein Typ gewesen. Olli, du hast doch später sicher nichts vor, oder? Wieso? Um was geht's? Na, sagen wir mal so, du könntest mein Leben retten und ganz nebenbei ein bisschen Spaß haben. Olli, was ist denn schon dabei? Hallo, ich bin verheiratet. Nur weil dein Date irgendwie einen schwulen Freund zu Besuch hat, gehe ich doch nicht auf ein Doppeldate. Christian ist doch in England und von Dana oder mir erfährt er ganz bestimmt nichts. Jessie, vergiss es. Du bist schuld, wenn ich als alleinerziehende Frustrierte im Manze sterbe. Wie viele Chancen bleiben mir denn noch, einen Mann zu finden, bevor sich alles noch um Babygeschrei und Windeln dreht? Tut mir leid, aber meine Ehe ist mir wichtiger als deine Torschlusspanik. Das sehe ich genauso. Wenn der Freund von deinem Dad nicht schwul gewesen wäre, dann wäre ich auch nicht mitgekommen. Ihr seid echt solche Spaßbremsen. Kein Mensch zwingt dich dazu, Christian zu betrügen. Aber ich soll jemandem was vormachen und das finde ich nicht fair. Quatsch. Das
geht doch nur darum, ein bisschen unverbindlich zu flirten und Spaß zu haben. Gib dir jemand anderen für die Nummer. Wen denn? Ja, am besten jemanden, der, wie du sagst, Lust hat, unverbindlich zu flirten und Spaß zu haben. Ein Single. Leonie, wolltest du dir nicht heute frei nehmen wegen dieser Plattenaufnahmen? Ja, die sind schon gelaufen. Was ist passiert? Eine ungute Mischung von ungeduldigem Produzent trifft auf Amateurin, die noch sehr viel lernen muss. Hat er das so gesagt? Was erwartet dieser Mensch? Dass du dich wie jemand verhältst, der seit 10 Jahren in der Branche ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Gib mir mal seine Telefonnummer. Drops ist gelutscht. Außerdem bin ich selber schuld. Aber du hast Talent. Obwohl ich das nur ungern zugebe. Ja, aber das ist nicht alles. Man muss auf Knopfdruck funktionieren und das kann ich eben nicht. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch lerne. In meiner Firma würde dich niemand so respektlos behandeln. Vielleicht kannst du dich ja doch noch mit der Modebranche anfreunden. Ja, vielleicht. Ganz sicher sogar. Gott sei Dank hat das Gesinge ein Ende. Ich bin doch gar nicht erkältet. Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit. Ich habe echt hier noch einen Berg von Arbeit. Dana, du musst jetzt mal was für deine Abwehrkräfte tun. Marlene liegt auch schon flach. Und ihr hat die Suppe übrigens sehr gut geschmeckt. Jetzt bin ich gespannt. Na? Nicht wie bei Mama? Aber? Gar nicht mal so übel. So. Marlene und Rebecca haben mir von Ludwig erzählt. Tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich gesagt habe. Wie kommt denn Hagen damit klar? Naja, er ist gerade in England. Ich vermisse ihn zwar, aber ich glaube echt, die Ablenkung tut ihm ganz gut. Aber solange Hagen und Christian nicht hier sind, muss ich den ganzen Papierkram machen und bin damit völlig überfordert. Und ich muss die Pferde zusätzlich noch bewegen. Sag doch Bescheid, ich helfe dir gern. Das ist lieb, aber ich schaffe das schon. Irgendwie. So, Futterbestellung. Was für ein Chaos. Ich krieg hier die Krise. Wo gehst du denn jetzt hin? Erstmal den Hengst bewegen. Und die Suppe? Ess ich später. Dana! Ach Gott, die Arme. Alles klar? Tut mir leid, dass es so eine Pleite war. Die muss überhaupt nichts leid tun. Du hast schon alles getan, um mir zu helfen. Ja, aber was wir brauchen, ist dieses Ergebnis. Und da kommen wir wegen diesem Arsch nicht ran. Wo warst denn du eigentlich? Habt ihr schon versucht zu erreichen und dir auf die Mailbox gesprochen? Ich habe nur kurz meinem Papa geholfen. Und dabei musst du dein Handy ausmachen? Naja, im Krankenhaus. Ich habe einfach vergessen, es wieder anzuschalten. Timo, du warst nicht zufällig noch im Tonstudio. So ein Quatsch. Das hätte ja auch wenig Sinn gemacht, oder? Auf jeden Fall muss ich als nächstes mit Tristan sprechen. Wenn Tom schon da war, und davon gehe ich mal schwer aus, dann wird er ziemlich stinkig auf mich sein. Nein, vielleicht auch nicht. Mann, ich meine, Tristan weiß doch, dass dieser Typ keine Frohnatur ist, oder? Vielleicht hört er sich in aller Ruhe deine Version an. Meine Version wird sich aber nicht sehr von Toms unterscheiden. Ich sag's noch mal, ich war einfach nicht professionell genug. Also in der Aufnahme, die wir gemacht haben, fand ich schon. Darum geht's doch gar nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn Tristan den Vertrag mit mir einfach wieder löst. Sag mal, jetzt spinn mal nicht rum, Leo. Das kann er wirklich nicht bringen. Doch, kann er. Und es gibt Chancen im Leben, die bekommt man nur einmal. Tristan. Aber das mache ich lieber persönlich. Und je eher ich das hinter mich bringe, desto besser. So,
Wo drückt denn der? Was auch immer es ist, ich habe keine Zeit. Habt ihr ärztlich einen Eid geleistet, dass man in Notfällen helfen muss? Okay, du hast 5 Sekunden. Also, es gibt ein Problem mit meinem Date, denn normalerweise... Die Zeit ist um. Oh, bitte, Ricky, ohne dich bin ich geliefert. Wieso? Er hat plötzlich Besuch bekommen. Wer? Ingo. Mein Date. Irgendjemand aus der Uni von früher, Jura. Und wenn ich jetzt kein Doppeldate organisiert kriege, dann platzt die ganze Sache. Und dann hat er erst wieder in 2 Wochen Zeit. Und bis dahin passe ich doch in kein Kleid mehr. Sekunde, ich soll dich zu deinem Date begleiten und irgend so eine Paragraphenreiterin bespaßen. Jessie, ich finde Juristen stinklangweilig. Ja, es gibt solche und solche. Vielleicht findest du ja die Liebe deines Lebens. 100% nunca. Bitte. Ja. Schichtwechsel. Das sind die Fälle, die draußen warten. Danke. Ricky, was ist denn jetzt? Du lässt mich doch nicht hängen, oder? Oder? Der Tom Scholz hat ihm schon alles gesagt. Dabei hätte ich ihm gerne selbst gesagt, dass ich das vergeigt habe. Sag mal, Leo, spinnst du? Du hast überhaupt gar nichts vergeigt. Der Typ hat dir einfach keine Chance gegeben. Das wollen wir mal hier klarstellen, ja? Die Hauptsache ist, dass er uns nicht anzeigt. Soll ich mitkommen? Lieb von dir, aber da muss ich allein durch. Na dann. Ich später zurück. Bis dann. Du hast wahrscheinlich schon alles gehört. Ist mir auch noch nicht untergekommen. Eine blutige Anfängerin, die es schafft, in kürzester Zeit den renommiertesten Producer der Branche zu Weißblut zu treiben. Darf ich dazu was sagen? Ich bitte sogar darum. Bitte sagen Sie mir, dass Sie mich nicht wegen diesem Notfall angepiept haben. Ich habe nämlich auch ohne Simulantin wirklich genug. Ist so, Fall auf die Knie und danke mir. Wofür? Du hast frei. Wie bitte? Ja, dein Kollege Dr. Gaida übernimmt deine Abendschicht. Und das heißt, du kannst mich doch begleiten. Jessie. Wie hast du das gedreht? Du hast doch gesagt, man soll nicht aufgeben bei den Dates. Und deswegen habe ich es möglich gemacht. Was genau hast du möglich gemacht, dass Dr. Gaida meine Schicht übernimmt? Naja, ich habe ihm versprochen, dass ich ihm das ein oder andere LCL-Model vorstelle. Und das hat Wirkung gezeigt. Ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig, denn wichtig ist, dass du mit zu meinem Doppeldate kommst. Ricky, Ingo ist der Richtige für mich, das spüre ich. Das willst du mir doch nicht kaputt machen, oder? Eine Wahl? Nö. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass du bald wiederkommst. Nein. Nicht, weil hier alles zusammenbricht. Weil ich dich vermisse. Ja, obwohl, also ich meine, warte mal eben. Also ich habe das hier schon ganz gut im Griff soweit. Obwohl, ohne dich sind die Wolfsehen nicht komplett. Ja gut, dann lass dich mal von Tanja nicht schikanieren. Gut, ich dich auch, Schatz. Tschüss. So, Schreibtisch aufgeräumt. Mal gucken, was Superpapa noch alles erledigen kann. Wenn du irgendwem erzählst, was ich hier gerade mache. Du bist mein Held. Steven lässt mich ja nicht mehr an meine Fußnägel. Hoffentlich klappt das mit Ingo. Drück mir die Daumen, ja? Mache ich. So, wir sind fertig. Danke. So. Meinst du, ich kann so gehen? Du siehst sensationell aus. Wer kommt denn jetzt eigentlich für den anderen Typ mit? Ricky. Hab ich was verpasst? Seit wann steht denn der auf Männer? Ricky ist doch nicht schwul. Der soll nichts mit dem Typen anfangen, sondern es geht nur darum, dass mein Date nicht ins Wasser fliegt. Das wird Ricky genauso sehen, denn er ist nett, charmant und viel zu höflich, um mich im Stich zu lassen, wenn auf einmal die Kerle da auftauchen. Soll das heißen, dass er keine Ahnung hat, dass ein Date ein Mann ist? Ja. Ja, ich glaube, dann wäre ich jetzt doch gerne dabei und würde sein Gesicht sehen. Er sieht das bestimmt total locker. Oh. Ich weiß, dass es nicht okay war, noch mal ins Tonstudio zu gehen. Was dich trotzdem nicht davon abgehalten hat. Ich wollte beweisen, dass ich eine zweite Version hinkriege. Eine bessere Version.
Dass ich mit dieser Aktion deinen Ruf schädige, daran habe ich nämlich nicht gedacht. Tom hat dir mit Sicherheit schon erzählt, dass ich die Version mit ihm verhauen habe. Und er hat recht. Wahrscheinlich bin ich einfach noch nicht so gut. Was soll das heißen? Willst du alles hinschmeißen? Nein, überhaupt nicht. Nach dieser Sache wirst du wohl kaum noch mit mir arbeiten wollen. Und einen neuen Produzenten werde ich nicht so schnell finden. Weißt du, jeder Künstler hat so seine Macken. Und wenn deine die ist, dass du nur mit Gitarre Hammer-Songs raushaust, dann kann ich damit leben. Wichtig ist das Ergebnis. Und das ist gut. Das ist sogar besser, als ich gedacht habe. Ist das... Deine zweite Aufnahme. Tom wollte sie eigentlich löschen, aber dann hat er sie sich noch mal angehört und er war begeistert. Und außerdem bin ich schuld. Ich habe die Begleitung geordert, war ein Fehler. Und was heißt das jetzt genau? Das heißt, du hast einen Plattenvertrag und das hier ist Top-10-Material. Sag mal, wie heißt eigentlich diese Kommilitonin, die dein Date heute mitbringen wollte? Weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Wenn Ingo und ich heiraten, dann heißt mein Steven ja gar nicht mehr Stiel. Und das wäre doch schade, oder? Außer sein Name ist Stiel-like. Stiller oder sowas, das wäre auch okay. Jessie, wie heißt die Frau? Ingo und ich passen perfekt zusammen. Kannst du dir vorstellen, dass wir 83 Matchingpunkte haben? 83! Wenn er die ganze Zeit heimlich auf diese Kommilitonin scharf war? Was ist daran jetzt so witzig? Da sind sie. Das sind zwei Männer. Ach, hatte ich das gar nicht erwähnt. Was ist denn hier passiert? Ich habe mich einfach mal ein bisschen nützlich gemacht. So, bezahlte Rechnung, offene Rechnung. Und hier ist ein Stapel, das sind Sachen, da musst du selber noch mal durchsehen. Ist aber nichts Dringendes dabei. Wie hast du das denn in der kurzen Zeit geschafft? Ich hätte einen ganzen Tag dafür gebraucht. Ja, du. Aber so groß ist der Unterschied im Bürokram zwischen der Forstwirtschaft und einem Gestüt auch nicht. Ich mache seit Jahr und Tag nichts anderes. Während meine Tochter eine erfolgreiche Reiterin ist. Ach, hier. Hier habe ich noch eine Futterbestellung. Muss ich schnell noch mal unterschreiben. Ich habe einfach die gleiche Menge bestellt wie jedes Jahr. Ja. So. Papa, du bist der Beste! Ja, das ist er wirklich. Ich wollte mich bei dir bedanken für dein Wundersüppchen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, dass du schon wieder abgestanden bist. Oh, oh, jetzt machst du mir Angst. Jetzt klingst du auch noch wie Mama. Nein, im Ernst, mir geht's viel besser. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meiner Energie. Ja, und ich weiß nicht, wohin mit meiner Zeit. Ach, da hätte ich doch eine Idee. Was halten denn meine beiden Grazien davon, wenn ihr jetzt mit nach Hause kommt und wir gemeinsam essen? Denn es gibt Pommes à la Pâte. Ja, das ist ein Angebot, das kann man unmöglich abschlagen. Auf jeden Fall. Na dann, was hält uns hier noch? Ja, los. Sie sind mit dem Lahnsteingestüt verbunden. Das Büro ist derzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Vielen Dank. Hier ist Ulke. Wegen Ihrer Bestellung, wollen Sie wirklich so viel? Ich meine, da brauche ich ja einen 7,5 Tonner. Also falls es ein Fehler war, dann rufen Sie doch bitte noch zurück, ja? Sonst schicke ich die Fuhre heute raus. Wiederhören. Was hätte ich denn machen sollen? Olli hat sich geweigert. Mir sagen, dass du mich mit einem Mann verkuppeln wolltest. Ich will dich doch gar nicht verkuppeln. Du sollst dich nur mit ihm unterhalten. Sonst wäre mein Date geplatzt. Ja, genau. Es geht immer nur um dich, Jessie. Aber damit ist jetzt Schluss. Hast du wirklich gedacht, ich mache mich den ganzen Abend hier zum Detlef? Oh, Ricky, bitte. Wenn nicht für mich, dann tust du wenigstens für Steven. Das ist jetzt so unfair. Hallo, ich bin Ingo. Hi. Hallo, Jessica. Ja, hi. Freut mich. Hi, Ricardo. Angenehm, grüß dich. Ja, und das ist mein Freund Helmut. Freut mich. Hallo. Hi, Ricardo. Hi, meine Freunde nennen mich Helmi. Ja,
Freunde der Nacht, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss euch schon wieder verlassen. Ein Notfall. Macht euch trotzdem einen schönen Abend. Ciao. Ja, so ein Notfall kommt als Arzt ja mal vor. Aber vielleicht kommt er später zurück und bis dahin können wir drei uns ja einen schönen Abend machen. Gerne. Ja, im Grunde genommen sind wir ja 3,5. Ja. Dann hat dieser Tom Scholz dein Lied wirklich noch mal abgemischt, ne? Ja, also lass uns schnell nach Hause gehen, damit wir es hören können. Na, Moment mal. Das möchte ich mir aber jetzt hier geben. Das lasse ich mir nicht nehmen. So, auf. So, anstöpseln. So. Einer für dich, einer für mich. With open eyes, I'm not gonna stray. Such a glorious day. I had a lot of worries. Moment mal bitte. Ich war gerade dabei, mich in diese Wahnsinnsstimme von dieser Frau zu verlieben. Ja, ich wundere mich nur. Als ich Tom gebeten habe, sich den Song noch mal anzuhören, hat er sich strikt geweigert. Und Tristan meinte auch, dass er ihn eigentlich löschen wollte. Naja, dann hat er eben seine Meinung geändert. Freu dich doch. Ja, das tue ich auch. Du hast nicht zufällig was damit zu tun? Leo, wie kommst du darauf? Das ist doch Quatsch. Hier. Du warst doch noch mal da, oder? Mensch, Timo, wenn der wütend geworden wäre und ich noch angezeigt hätte, dass... Ist er aber nicht. Riskier solche Sachen nicht für mich. Das ist es nicht wert. Doch. Du bist mir alles wert. Und außerdem, Mann, Leo, Musik ist deins. Wird langsam mal Zeit, dass der Rest der Welt das auch mitkriegt. Hm? Das alles bedeutet mir nichts ohne dich. Schneiders Nummer 2. Alkoholfrei. Danke, kannst du alleine trinken. Darf ich vielleicht reinkommen und wenigstens versuchen, mich zu entschuldigen? Ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin. Ricky, ich wollte dich nicht verarschen oder benutzen. Hast du aber. Beides. Aber nur, weil ich verzweifelt war. Ich bin schwanger von einem Mann, den ich nicht liebe. Und der Mann, den ich liebe, ist über alle Berge. Und wenn Steven erstmal auf der Welt ist, dann habe ich mit Dana und Hagen ständig ein glückliches Paar vor der Nase. Und mein Sohn eine glückliche Familie, zu der seine Mutter nicht dazugehört. Warum erzählst du mir nicht mal was ich nicht schon weiß? Ich verstehe völlig, dass du dich nach einem Partner sehnst, aber das gibt dir nicht das Recht, andere für deine Zwecke zu manipulieren, wie es dir gerade in den Kram passt. Ja. Aber wärst du denn mitgekommen, wenn du gewusst hättest, dass du einen Typen datest? Nein. Siehst du? Und dann wäre alles vorbei gewesen, bevor es überhaupt angefangen hat. Und ich hätte mir Ingo schon vorher abschminken können. Was die Sache jetzt auch nicht weniger egoistisch macht. Ja, apropos Ingo, ist der gleich wieder abgehauen, weil ich nicht bei Helmut geblieben bin? Nee. Helmut war eigentlich nach einer Weile ganz verständnisvoll. Er hat gesagt, Leben retten geht vor. Hm. Und dann hat er mir noch eine Karte für dich mitgegeben und hat gemeint, dass du ihn noch mal anrufen solltest, wenn du gerade nicht Bereitschaft hast. Danke. Man weiß ja nie. Wenn's nicht an mir lag, was ist denn dann schiefgegangen? Die Haare. Die Haare? Du, Ricky, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hatte überhaupt gar keine Haare auf dem Kopf. Das war so eine blanke Platte wie bei einem Opa.
Oh, es tut mir leid, aber ich muss weg. War so gruselig, da musste ich Wehen vortäuschen. Du bist echt einmalig. So, Kinder, Essen fassen. Yeah, Pommes à la Papa. Emilio, sowas hast du noch nie gegessen. Also es riecht schon mal super. Boah, lecker. Und vor allem fettig. Richtig fettig. Falls ihr irgendwann noch mal nach solchen Cholesterinbombern gelüstet, dann merkt ihr eins. Du hast hier niemals eine Fritteuse gesehen. Klar? Falls Mama irgendwann mal eine Säge braucht, dann sag ihr, die im Keller, in diesem Karton hier, die ist kaputt. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Das Futterlager quillt schon über und jetzt stellen Sie hier auch noch alles voll. Das haben wir niemals geordert. Doch. Was? Also Papa hat sich wirklich selbst übertroffen. Wenn er mir nicht den ganzen Papierkram im Büro abgenommen hätte, dann würde ich da immer noch sitzen. Kleinigkeiten. Und du, Kim? Du bist übrigens noch erkältet. Was? An die Entschuldigung für die Schule hast du auch noch gedacht? Tja. Und das Pferdefutter hat er auch noch bestellt. Es kommt noch mehr? Bis gleich. Das kann doch unmöglich korrekt sein. Tja, aber jetzt habe ich erstmal Urlaub, bis Frauchen wieder da ist. Und was hast du vor? Oh, Fußball, Fernsehen und Papa, bitte. frittieren. Oh, ob wir wohl genug Ketchup haben? Klar war der nett und so, aber das hättest du sehen müssen. Der hatte überhaupt nichts auf dem Kopf, aber wahrscheinlich im Urwald auf dem Rücken. Dabei braucht man das doch heutzutage gar nicht mehr. Das kann man doch transpirieren lassen, oder wie das heißt. Die Welt ist nun mal nicht perfekt. Und die Männerwelt schon gleich gar nicht. Ja, so anspruchsvoll bin ich ja jetzt gar nicht. Nein. Ich suche ja jetzt nicht die große Liebe, sondern einen Partner. Schadet natürlich nicht, wenn er ganz gut aussieht. Und Charme wäre jetzt auch nicht schlecht. Und ein Hauch Humor und vielleicht Manieren. War's das schon für deinen Traumtypen oder hast du nicht noch ein paar klitzekleine Extrawünsche? Naja, kinderlieb sollte er auch sein. Naja, und eine gute Figur wäre nicht schlecht. Jetzt kein Muskelprotz oder so, sondern wie du jetzt. Stark gebaut. Und volles Haar, schöner Mund, dunkle Augen. Jessie, nichts gegen deine Fantasien, ja, aber ich fürchte, den Typen musst du dir selber backen. Solche Männer gibt's gar nicht. Doch. Und ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. To